Schwulenball. Der feinäderige Künstler geht dem schmierigen Erpresser ins Netz. Konrad Veidt und Reinhold Schünzel in Anders als die anderen. Der erste deutsche Film über einen Homosexuellen. Entstanden 1919. Wie ein Phantom geistert sein Regisseur Richard Oswald durch die Filmgeschichte der Weimarer Republik. Sein berühmtester Film aber ist verschollen. Übrig ist ein Fragment. Die Geschichte eines Skandals und eines Verlustes. Über männlichen Paaren hängt in dieser Zeit ein Damoklesschwert, der Paragraph 175, der sogenannte Schwulenparagraph. Die widernatürliche Unzucht zwischen Personen männlichen Geschlechts ist mit Gefängnis zu bestrafen. Erst 1969 wird das Gesetz wesentlich geändert und 1994 abgeschafft. Ein Film als Anklage. Nach der Premiere im Mai 1919 eskalieren die Reaktionen. Begeisterung, Hetze. Es entbrennt der Kampf um den Sexualfilm. Geschmackvolle Behandlung des heiklen Stoffes. Eine Ovation. Ertönten Pfui-Rufe, man johlte. Ist anders als die anderen unsittlich? Ein Skandal, obwohl Oswald wissenschaftliche Beratung hinzugezogen hatte. Beratung durch Magnus Hirschfeld, den so berühmten wie angefeindeten Sexualforscher. Sanitätsrat Hirschfeld wirkt im Institut für Sexualwissenschaft Berlin, eine Zuflucht für homosexuelle Transvestiten, Hermaphroditen. Ein Ort der Forschung und der Lehre. 1919 kämpfen Hirschfeld und die emanzipatorische Bewegung bereits seit 2 Jahrzehnten für die Aufhebung des Paragraphen 175, nun auch im Spielfilm. Hirschfeld überwacht das Drehbuch, übernimmt persönlich die Rolle des Gelehrten, denn im Mittelpunkt steht der Vortrag des Sexualforschers. Der Vortrag dauert 2 Minuten. 2 Minuten Zwischentitel. Zeitgenossen hören dazu das Andante aus Beethovens 5. Sinfonie. Seit 1914 ist Oswald Regisseur und Produzent. Mit Erfolg. Im Krieg dreht er den ersten Aufklärungsfilm »Es werde Licht«, eine Warnung vor der Syphilis. Oswald greift nach Tabuthemen, Alkoholismus, Abtreibung, Prostitution. Er will Treffer landen im Filmgeschäft. Mit Aufklärung, mit Sensationen. Lebemänner, Verführer, Sadisten, Opfer bevölkern die Kinowelt des Richard Oswald. Selbstporträt. Vor 100 Jahren würde ich kein Filmregisseur geworden sein, sondern wahrscheinlich Löwenbändiger. Nach Krieg und Revolution sind die Bedingungen für Skandalstoffe günstig. Die Nationalversammlung beschließt, eine Zensur findet nicht statt. Aller Proteste zum Trotz wird Anders als die anderen zum Kassenschlager. Bald überschwemmen Sittenfilme den Markt. Plakate verheißen Sex und Laster. Der Ekel verschließt einem den Mund. Das müssen die Frauen und Töchter in den Kinotheatern über sich ergehen lassen. Empört sich ein Tübinger Kunstprofessor, weil es der Regierung des Volksstaates gefallen hat, die Zensur aufzuheben. Und er folgert, dass alle sexuellen Filme verboten werden müssen. Im gleichen Jahr noch tritt die staatliche Filmzensur wieder in Kraft. 8 Wochen später wird Anders als die anderen verboten, um aus Gründen der Volkserhaltung eine Beeinflussung zu gleichgeschlechtlichen Neigungen zu verhindern. Fotos als letzte Zeugen verschollener Szenen. Erlaubt bleiben Vorführungen vor Ärzten und Medizinalbeflissenen. Hirschfeld berät Oswald 1919 bei einem weiteren sozialhygienischen Filmwerk, Prostitution, mit Anita Berber. Trotz und wegen Entrüstung rechter Kreise floriert die Richard Oswald Filmproduktion. Richard Oswald ist wie kaum ein zweiter ein Mann des Riechers für das, was in der Strömung der Zeit liegt, gratuliert die Zeitschrift Lichtbildbühne, ein Mann im Glück. Für Magnus Hirschfeld ist das Kapitel Anders als die anderen mit dem Verbot noch nicht abgeschlossen. 1927 schneidet er daraus eine Kurzfassung. Von rund 90 Minuten fallen 50 weg.
Der Rest, er heißt Schuldlos geächtet, bildet die Schlussepisode bei seinem Film Gesetze der Liebe. Von offizieller Seite bleibt der Dank aus. Die Zensur lässt den Gesamtfilm nur passieren, wenn die Episode Schuldlos geächtet komplett entfernt wird. Sie überlebt nur in einer ukrainischen Exportfassung. (1933) Am 6. Mai schließen die Nazis das Institut für Sexualwissenschaft. Magnus Hirschfeld, der jüdische sozialistische Homosexuelle, findet in Nizza ein Exil. Er stirbt 1935. Auch der Jude Oswald flieht ins Ausland. Über Holland, England und Frankreich in die USA. Arbeitet weiter, unermüdlich. An seine Erfolge von einst kann er nicht mehr anknüpfen.